Hi, heute geht es um das Zeichnen und Punzieren einer Rose nebst zugehörigen Blättern. Diesmal zeichne ich das Motiv direkt auf das Leder. Ich habe hier einen Kohlebleistift genommen mit einer weichen Spitze. Ich werde immer wieder gefragt, wie kommt man an Motive für die Punzierung? Bei Blumen würde ich vorschlagen, geht einfach mal in euren Garten oder macht Fotos irgendwo in der Natur und zeichnet euch die Umringslinien der Blumen und der Blätter ab. So schwierig ist das nicht, und wenn die ersten Versuche für den Papierkorb sind, egal. Das wird jetzt auch keine Zeichnung einer naturgetreuen Rose, einfach so, wie es mir gefällt. Als nächstes sind die Blätter dran. Da diese nicht später mit dem Swivel Knife geschnitten werden, zeichne ich mir nur grob die Umringslinien an. Kann auch sein, dass ich die nachher beim Punzieren leicht in der Form wieder verändere, soll nur ein grober Anhaltspunkt sein. Hier kriege ich mal wieder Besuch von meiner Atari. Manch einer kennt sie vielleicht aus einem der anderen Videos. Sie schaut halt immer mal gerne vorbei, wenn ich arbeite.
Nach dem Zeichnen habe ich wie immer das Leder angefeuchtet, damit die Feuchtigkeit besser in die tieferen Lederschichten eindringt. Habe ich das Lederstück in eine Plastiktüte gepackt, über Nacht darin liegen lassen und am nächsten Morgen rausgeholt und noch eine Stunde ungefähr draußen trocknen lassen. Ich benutze gerne eine Swivel Knife Klinge in 1/4 Zoll Breite, da die Schnittlinie wesentlich schmaler ist als die von einem Swivel Knife mit einer Klinge in der Breite 3/8 Zoll, wie ihr hier im Bild seht. Denkt dran, wenn zwei Linien aufeinander stoßen, ca. 1 mm Abstand halten. Der Abstand wird dann später mit dem Beveler geschlossen. Bei Linien, die frei auslaufen, zum Ende der Linie hin mit immer weniger Druck auf das Swivel Knife schneiden. Wie ich anfangs schon erwähnt habe, werden die Umringslinien der Blätter nicht mit dem Swivel Knife geschnitten. Deshalb markiere ich sie mir hier der Einfachheit halber nochmal ein bisschen mit dem Stylus, damit ich im Anschluss die Bleistiftlinien alle schon mal wegradieren kann. Einzig die mittlere Ader vom Blatt schneide ich mit dem Swivel Knife ein. Hier hatte ich schon mal angefangen, die Umringslinien vom inneren Blütenkelch zu beveln, aber der Feuchtigkeitsgehalt des Leders hat mir nicht gefallen, deshalb habe ich später weitergemacht. Ich habe den Videoteil des Bevelns auf schnellen Vorlauf gesetzt, um euch nicht zu langweilen. Ich denke, alles Wichtige kann man trotzdem sehen. Wie ihr hoffentlich sehen könnt, erreiche ich jetzt beim Beveln den sogenannten Burnishing-Effekt. Das heißt, diese Schattierung beim Beveln. Das ist ein Effekt, den ich erreichen möchte bei diesem Arbeitsschritt.
welches mir auch sagt, dass das Leder den richtigen Feuchtigkeitsgehalt im Moment hat. Die kleinen Abstände, die ich zwischen den Linien bei der Arbeit mit dem Swivel Knife gelassen habe, werden jetzt mit dem Beveler geschlossen. Bevor ich bei der Rose weiter punziere, wollte ich mich der Umrandung der Blätter widmen. Dafür braucht man dieses Punziertool. Wenn ich die Nummer des Werkzeugs noch in einem alten Katalog finde, schreibe ich sie unten in die Videobeschreibung. Den ersten Stempelabdruck setze ich seitlich neben der Spitze des Blattes an. Hier hat leider der Autofokus meiner Kamera nicht richtig funktioniert. Ich brauche dringend eine neue. Das Werkzeug wird nach vorne gekippt gehalten, damit möglichst nur die Spitze einen Abdruck hinterlässt. Alle weiteren Stempel werden so gesetzt, dass die Seitenlinien des Tools die Spitze eines Blattes bilden. Hier gehe ich hin und glätte mit einem Modelliertool die Abdrücke des Werkzeugs. Das ist eine Möglichkeit, diese Abdrücke wieder loszuwerden. Eine weitere Möglichkeit, für die ich mich entschieden habe, seht ihr später.
Als nächstes nutze ich einen Pear Shader, um die Rose etwas auszumodellieren. Die Rose ist soweit fertig, also zeige ich euch jetzt eine weitere Methode, wie man die Abdrücke des Dreieckstools an den Blättern verschwinden lassen kann. Das ist einer der vielen Hintergrundstempel, die es gibt auf dem Markt. Ich finde, das gibt einen sehr schönen Effekt. Zuerst arbeite ich mit der kleineren Variante direkt an den Zacken der Blätter. Dann nehme ich die größere Ausfertigung des gleichen Tools, um die Übergänge zum Rand etwas auszugleichen. Die Adern der Blätter kann man entweder mit einem feinen Veinner aufbringen oder wie hier in einem vorherigen Projekt einfach mit einem Swivel Knife schneiden. Genau das werde ich diesmal auch machen. Alle Adern mit einer feinen Klinge, ohne viel Druck, in unregelmäßigen Abständen einschneiden.
Nachdem das Leder getrocknet ist, habe ich es mit Neats Food Oil geölt und versehe es jetzt hier mit einem Finish. Diesmal nehme ich das Sheridan Finish von RTC. In kreisenden Bewegungen aufbringen, dann wieder abwischen, trocknen lassen. Als nächstes nehme ich Fiebings Antique Finish in Mahagoni Farbe. Wiederum in kreisenden Bewegungen aufbringen, abwischen mit einem Küchenpapier, trocknen lassen. Dann nochmal eine abschließende Schicht Finish mit RTC. Aufbringen, abwischen, fertig. Als Alternative habe ich hier mal das Bild mit Acrylfarbe bemalt. Wer dazu nähere Informationen haben möchte, schaut bitte die Videos Wie punziere ich eine Feder oder Wie punziere und färbe ich einen Kürbis. Vielen Dank, wer sich das Video komplett angesehen hat. Fragen wie immer unten in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.